Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir zusammen einen leckeren Wikingertopf zubereiten. Sehr einfach zu machen und es schmeckt wunderbar. Für das leckere Rezept brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe erstmal die Zutaten für die Hackbällchen. Dafür brauche ich Hackfleisch, habe ich halb-halb gemischt genommen. Dann ein Ei, Senf, Paniermehl und ich nehme noch ein bisschen Naturjoghurt. Für die Soße brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe hier Erbsen und Möhren aus der Dose. Man kann aber auch die aus der Tiefkühltruhe nehmen. Mehl, dann Porree, man kann aber auch Zwiebeln nehmen. Ich habe die Porree schon klein geschnitten, so in Ringe. Dann brauchen wir noch ein Stückchen Chili, Knoblauchzehe. Ich habe auch die Knoblauchzehe und die Chili auch schon geschnitten. Dann habe ich hier Schmelzkäse, Kräuterschmelzkäse. An Gewürze brauchen wir Salz und Pfeffer. Und für die Soße brauche ich noch Gemüsebrühe. So, da wir jetzt hier Porree und Chili und Knoblauch schon klein geschnitten haben, dann widmen wir uns den Frikadellen. In eine Schüssel habe ich das Hackfleisch, dann gebe ich noch das Ei dazu. Gebe ich alle Zutaten. Ein Paniermehl. Etwa 2 Esslöffel Naturjoghurt. Pfeffer und Salz. Halb Teelöffel von beiden. Und noch Senf, etwa 1 Esslöffel. Um die gesamte Masse hier zu vermengen, werde ich jetzt einen Gummihandschuh benutzen. Und das wird gut vermengt. Ich habe jetzt keinen Knoblauch und keine Zwiebel in der Hackmasse geschnitten, weil das habe ich nachher alles in der Soße. Nachdem wir die Hackfleischmasse fertig haben, dann gehen wir sofort an den Herd weiter und die Hackbällchen werden dann gebraten. Jetzt habe ich alle Utensilien, die ich brauche. Ich habe jetzt meine Pfanne, die wird jetzt eingemacht. Und ich habe vergessen zu erwähnen in der Zutatenliste, dass auch man Öl oder Fett zum Anbraten braucht. Ich habe hier Sonnenblumenöl und das gebe ich in eine Pfanne rein. Und ich lasse das Öl erhitzen. In dieser Zeit werde ich auch schon meine Hackbällchen formen. So, mit Handschuhen. Ich mag nicht mit Gummihandschuhen zu arbeiten, aber ist auch hygienischer. Man hat auch saubere Hände. Ja, wie groß die Hackbällchen sein sollten, entscheidet ihr selber. Ich versuche die so mittelgroß zu machen. Jetzt ist das Öl schon warm, dann gebe ich das schon rein. So, dann habe ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Stück aus 500 Gramm Hack gewonnen hier. So, die Gummihandschuhe brauche ich nicht mehr. So, nun werden wir die Hackbällchen von allen Seiten goldbraun anbraten. Nun sind die Hackbällchen richtig schön braun
goldbraun geworden. Die nehme ich raus. Ja, die Frikadellchen oder die Hackbällchen erstmal beiseite tun. Nun werde ich die Soße machen und ich nehme das gleiche Fett, wo die Hackbällchen drin gebraten wurden. Und als erstes gebe ich dann Porree, Chili und meine Knoblauchzehe rein. Auch Chili und Knoblauch. Ja, die Temperatur runterdrehen, dass es nicht zu heiß ist. Und dann lassen wir so etwa 1 oder 2 bis 2 Minuten schmoren. Das ist schon so ein Aroma jetzt hier. Uiuiuiui. Kann ich euch ein bisschen für Video ein bisschen Aroma hier schicken. Knoblauch, Porree. Oh ja, also das sieht gut aus. So sind etwa 2 Minuten, wo Porree und Knoblauch und Chili hier geschmoren ist. Nun gebe ich dann Mehl rein. Und lasse einen Moment mit anbraten, umrühren, dass da keine Klümpchen entstehen. Nachdem das Mehl hier kurz angebraten ist, dann gebe ich die Brühe rein, die Gemüsebrühe. Man kann auch Sahne nehmen. Ich dachte, ich nehme Brühe, weil Sahne ist doch ein bisschen zu kalorienreich. Und dann kommt auch noch mein Schmelzkäse rein. Ich habe hier Kräuterschmelzkäse genommen. Das ist auch vom Geschmack intensiver, schmeckt richtig gut. Und in der Soße ist einfach ein Muss. Für mich. Die Soße wird immer so schön cremig und lecker. Ja. Alles gut vermengen, bis der Käse geschmolzen ist. Deswegen heißt das auch Schmelzkäse. Logisch. Ein wenig Salz gebe ich noch in die Soße rein, aber abschmecken. Ich habe das getan, weil in der Brühe ist auch noch Salz, nicht dass dann zu salzig wird, deswegen immer gut abschmecken. Ja, wo der Käse jetzt geschmolzen ist und sich gut verteilt hat, gebe ich die Hackbällchen wieder rein. Dann lasse ich die Frikadellen zusammen mit der Soße etwa 2 Minuten köcheln. Da die Möhren und Erbsen schon gekocht sind und fertig, die müssen nur warm werden, lasse ich jetzt zum Schluss die auch in eine Pfanne rein. Ja. Gut vermengen. Und das alles weitere 3 bis 4 Minuten köcheln lassen auf niedrige Temperatur. Et voilà! Unser Wikingertopf ist jetzt fertig. Es blubbert noch ein bisschen und ich gucke mir das an und ich freue mich schon gleich zu servieren. Bei uns wird der Wikingertopf mit Nudeln, mit Reis oder mit Kartoffeln serviert. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit mir heute. Ihr habt gesehen, ganz einfach zuzubereiten. Das ist ein perfektes Abendessen. Macht es nach und ich hoffe, euch hier beim nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.